Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe einen neuen Dungeon Fight für euch parat. Ich habe ihn abgespeichert und ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich mal so weit komme. Es handelt sich natürlich, um wen soll es sich sonst handeln? Ich habe nur noch einen Dungeon offen und zwar um den Ares hier, ja. Und der Ares, der macht mir ziemlich zu schaffen, so, ne? Und ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, dass... Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich ihn natürlich nicht besiegt, ne? Das ist schon mal gespoilert hier, aber ist auch klar, sonst würde das wahrscheinlich auch schon im Titel stehen, denke ich mal. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich bei dem Try, den ich euch jetzt gleich zeigen werde, so weit kommen werde bei Ares, aber es ist, glaube ich, tatsächlich möglich, den zu besiegen. Also die Chance ist nicht auf 0,0, ne? Ist vielleicht auf 0,25 oder so, ne? Vielleicht, wenn überhaupt. Aber sie ist auf jeden Fall da und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und wie gesagt, das war auf jeden Fall bisher mein bester Try. Ich habe ihn mir selbst noch nicht angeschaut, der ist jetzt schon wieder, glaube ich, 3 Tage her oder so. Ne? Und ich wollte mir das Ganze mit euch zusammen anschauen, weil ich habe am Ende nachher nur noch gesehen, oha. Ich hätte nicht, also wie gesagt, wie schon erwähnt, ne, hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist, so weit zu kommen bei dem hier. Und ja, da wollen wir mal gucken, ob die Kunigunde da übelst hart reingelackt hat oder so. Ne? Muss ja, ansonsten, ja, wir machen ja, ich meine gut, wir machen auch viel Schaden, aber die Magier halten halt eben nur begrenzt aus. Die Kunigunde ist halt die, wo die quasi unendlich Schaden raushauen kann hier gegen Ares, wenn sie oft genug ausweicht, ne? Und ja, deswegen möchte ich den euch jetzt mal zeigen und ich möchte mir natürlich auch selbst anschauen. So, und zwar hier vom 15.06. ist das Ganze hier schon her, ja, und bis dahin hatte ich es immer noch aufgeschoben gehabt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, deswegen let's go. Gucken wir uns das Ganze mal an, ne, und ja, ich hatte es halt nicht für möglich gehalten, weil meine Begleiter ich ja kürzlich erst entrüstet habe, so, ne, ich habe da ja sehr viele Statpunkte von meinen Begleitern runtergenommen und auf meinen Main transferiert, so, ne, wo ja overall gesehen ein paar Stats minus gemacht werden, wenn man meine Begleiter plus meinen Main-Account zusammenzählt. Dafür aber halt dann mehr Punkte auf meinen Main gelagert sind, so, ne? Was natürlich besser für mich ist in der Ehrenhalle, aber natürlich schlechter ist für die Aufteilung insgesamt unter den Verbesserungen von den Items von meinen Begleitern, so, ne? Und ja, insgesamt weniger Stats heißt natürlich auch eine etwas geringere Chance, hier Ares zu besiegen. Dafür war halt aber meine Priorität darauf gesetzt, dass ich halt mich selbst verbessere und meine Begleiter erst da hinten anstelle. Ne, ich habe ja sogar mit den Gedanken gespielt, meine Begleiter komplett auszuziehen, aber gut, das ist jetzt auch nicht vonnöten, sag ich mal. So, wir gucken mal, wie oft die Kunigunde hier ausweicht. Ich zähle mal nebenbei mit, ne? Weil die muss ja ordentlich hier Rambazamba gemacht haben, nachdem ja, ich gesehen habe, wie weit wir hier gekommen sind bei Ares. Ne? So ist jetzt bisher zweimal ausgewichen, ja, hält sich alles noch in Grenzen, da kriegt sie noch einen Crit rein, noch einen Treffer kassiert, drittes Mal ausgewichen. So, mal schauen, was passiert. Viertes Mal, wir haben es auch schon geschafft, fünftes Mal, glaube ich, 20 Mal oder so auszuweichen, sechstes Mal. Aber da haben... Was? Hä? Wie viel habe ich denn an Damage gemacht, wenn die nur 6 Mal ausgewichen ist? 6 Mal ist jetzt wirklich nicht viel. Alter, da muss ich ja Crit nach Crit machen hier, ey. WTF? 1,2, 1,3 Milliarden, 1,5 Milliarden fast. Oha, nochmal 1,2 Milliarden. Alter, 1,7 Milliarden WTF? Alter... Was habe ich denn da an Damage gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so viel Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe noch nicht gesehen, dass ich hier mal mit meiner Waffe 1,7 Milliarden Damage oder was weiß ich da gemacht habe. Den muss ich mir ja direkt nochmal anschauen, ey. Alter, und jetzt stellt euch mal vor, meine Kunigunde hätte wie bei den Gegner davor, bei, hier, wie hieß der, Hades? Nee, Hades war es nicht, das war Herkules. Ja, Herkules war das. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt muss ich mal gucken auf den letzten Treffer nochmal. 1,7 Milliarden, Alter. Jetzt stellt euch mal vor, bei dem Gegner wäre sie jetzt nicht nur 6 Mal ausgewichen, sondern wie bei Herkules irgendwie 20 oder noch mehr am Stück, dann wäre Ares jetzt schon down. Ja? Da brauchen wir gar nicht so viel Hilfe von der Kunigunde. Alter, das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt so viel Schaden raushaue, weil, ja gut, meine Waffenspanne ist rechts raus stark, die ist auf jeden Fall sehr akzeptabel, sag ich mal so, ne? Die ist, ja, auf jeden Fall schon fortgeschritten. Allerdings
ist das ja nicht mein Maximum, was ich an Schaden rechts raus machen kann. Ich müsste bei meinem Level jetzt, ich weiß nicht, ob man das irgendwie nochmal berechnen kann oder so, ich müsste bei meinem Level jetzt bei rechts raus vielleicht schon bei 5200 oder so sein, jetzt 5100, 5200, was ich maximal finden kann rechts raus, also nicht so wie hier 4800, ne? Ja, deswegen hätte ich niemals gedacht, hier haben wir zum Beispiel auch fast eine 5000er Spanne am Start, deswegen hätte ich niemals gedacht, dass ich überhaupt so viel, oder in der Lage bin, so viel Schaden rauszuhauen hier, aber das ist ja absolut heftig. Ich muss mir den Fight gleich nochmal angucken, Entschuldigung. Das ist ja krank, Alter. Ja, da stelle ich mir jetzt vor, hätte die Kunigunde jetzt gut mit reingelackt. Sagen wir mal, wäre sie jetzt nicht nur 6-mal ausgewichen, sondern, keine Ahnung, vielleicht hätte auch schon doppelt so viel gereicht, so 12-mal oder 18-mal. Ja, hätte vielleicht auch schon gereicht, so, ne? Ja, wieder mal kein Glück hier beim Gold-Event, ne? Das ist natürlich sehr traurig mal wieder an der Stelle. Ja, aber, krass. Und dann, ja, gut, hätte Fahrradkette, dann stelle ich mir halt vor, ne, wenn ich jetzt nicht so viel von meinen Begleitern runtergenommen hätte, so, ne, dann würden die natürlich auch nochmal anders reinknallen. Aber, ey, boah. Ey, ich muss ja auch, wie viele Crits habe ich denn gemacht, ey? Gut, ich habe nicht nur Crits gemacht, da war auch schon ein normaler Treffer. Aber hier Crit, 2 Crits, das war der 3. Crit jetzt. Ja, ein normaler Treffer. Das war der 4., 5, 6, 7 Crit-Treffer. 7 Crit-Treffer, ey. Boah, das ist krass. Und das gibt mir jetzt auch wieder Motivation, irgendwo weiterzumachen. Das zeigt mir so ein bisschen, Ares ist jetzt nicht ganz unbesiegbar. Der ist jetzt nicht irgendwie auf einer anderen kompletten Ebene, sag ich mal. Und ja, ey, krass. Ich überlege mir gerade, was hat denn mein Marquardt an Schaden gemacht? So, mein Marquardt ist ja auch ziemlich strong, sag ich mal. Ja, der hat ja auch einen Crit-Treffer, hat auch 2 Crit-Treffer rausgehauen. Ja, aber ist noch nicht ganz so viel Damage. 3 Treffer. Aber 4 Crit-Treffer ist eigentlich in Ordnung. Aber der hat nicht so viel Damage gemacht irgendwie. Ich muss mal gucken, was hatte der nochmal für eine... Ja, 4500 rechts raus. 6-mal verbessert. Ist jetzt auch nicht so das Allerbeste. Ne, dann kommt noch dazu, ich habe ja hier meinen Marquardt, das kann ich ja jetzt nun nicht mehr mit meinem Main vergleichen hier, weil früher war es ja so gewesen, mein Main-Account und mein Marquardt waren vom Schaden her ziemlich gleich gewesen, weil die fast das identische Equipment hatten, mit fast den identischen Verbesserungen drauf, weil ich ja meine Begleiter hier nicht großartig weiter entrüstet habe damals. Jetzt ist aber noch ein neuer Faktor dazu gekommen und das sind halt die legendären Steine. Ne? Das sind die Legendary Gems, so, was mich jetzt deutlich von den Statpunkten her von meinem Marquardt hier unterscheidet. Ne? Alleine hier der Durchschnittsschaden, den ich hier habe, hier 90 Mille und hier 53 Mille. Das ist natürlich schon ordentlich und das hat sich jetzt eben auch gezeigt im Kampf und vorher war es halt, ja, also es war angepasster, sag ich mal. Klar, mein Main war immer ein bisschen stärker als Marquardt, aber jetzt, ja, also Marquardt war auch sehr gut in der Lage, starke Crits rauszuhauen, so, ne? Ja, und ich werde jetzt aber nicht weiter meine Edelsteine hier verwenden, um meine Begleiter zu verbessern, das mache ich nicht. Ne? Lohnt sich für mich persönlich auch nicht. So, der wird früher oder später eh fallen. Irgendwann wird er fallen. Und ich habe auf jeden Fall die Zeit. Ich sitze das aus. Ne? Ihr habt eben schon gesehen, das war ein sehr, sehr guter Try. Und ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr kommen in Zukunft. So, ne? Und ja, so, ich gucke mal ganz kurz, haben wir jetzt alles eigentlich geschafft hier heute? Zeitlos, ne? Wir können noch mal in die Zeitmaschine noch mal reinhüppen. Ja, das freut mich sehr und das motiviert mich auch wirklich jetzt weiterzumachen. Ich bin immer noch versucht, hier weiter auf Ausdauer zu gehen, weil ich jetzt so lange Zeit auf Ausdauer gegangen bin. Ja, ich muss mir noch mal den Fight anschauen. Guck mal, meine Kunigunde, die hat so wenig gemacht, die Runde. Die Kunigunde hat sehr wenig gemacht, die Runde. Ja, die schafft locker das Dreifache, das Vierfache von dem, was sie hier in diesem Try geschafft hat. Locker, easy, ganz, ganz locker. Ja, also gut, muss schon ein guter Try sein von ihr natürlich, ne? Aber, ey, das hätte es schon sein können, ne? Das hätte es jetzt schon sein können. Ja. Guck mal, meine Kunigunde hat so viel gemacht wie Marquardt an Schaden. Ich habe fast den ganzen Schaden hier alleine gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Damage habe ich eigentlich gemacht. Wir sind hier bei 13,5 waren wir so ungefähr. Ja.
wenn ich auf... Ich glaube, ich müsste 8 Milliarden gemacht haben, wenn ich jetzt so auf 5 lande, ne? So ungefähr. Ich glaube, wir waren ja bei 5. Ja, 5,4. Ja, ey. Das ist schon, alleine für mich ist das schon viel. So, und die Kunigunde ist halt der Hauptfaktor eigentlich, was an Schaden reinkommen müsste, wegen den ganzen Ausweichenzeug. So, ne? Ja gut, auf jeden Fall wollte ich euch den Try mal zeigen. Sehr, sehr cool und freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. Krasser Crit am Ende, 1,7 Milliarden. Ist, glaube ich, bisher mein höchstes, was ich geschafft hatte. Und ja, das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.